Beim Namen Alpine denkt man an Motorsport und Rallye-Erfolge. Besonders die legendäre A110 und ihre 2017 wiederbelebte Version lassen Herzen von Sportwagenfans weltweit höher schlagen. Und dieser Wagen soll eine ultrakompakte Variante der A110 sein, ein hipper Hot Hatch mit typischem Alpine-Fahrspaß. Mit der A290 beginnt für Alpine eine neue Ära. Sie ist der erste fünftürige rein elektrische Sportwagen der Marke und der neue Einstieg in die Alpine-Welt. Das sagt jedenfalls der Hersteller und daran merkt man schon, wie wichtig das Auto für die Marke ist. Nach der neuen A110 ist es jetzt das zweite Modell und führt die Marke ins Elektrozeitalter. Und wir wollen natürlich wissen, wie gut gelingt das? Wie viel Agilität, Performance und Fahrspaß stecken in der A290? In den Chiemgauer Alpen checken wir den knapp 4 Meter langen E-Flitzer auf Herz und Nieren. Wollen aber auch die DNA und Historie von Alpine näher beleuchten. Neben aller Sportlichkeit soll der Wagen aber auch einen hohen Alltagskomfort bieten. Das alles werden wir nach und nach testen. Doch zunächst, wie ist der erste Eindruck? Der erste Eindruck ist ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich bin jetzt gerade im Normalmodus noch unterwegs und der zieht schon richtig gut an hier. Also geht gut vorwärts. Das ist ja jetzt kein PS-Monster, sage ich jetzt mal, mit den 218 PS, die wir jetzt hier drin haben. Aber eben er ist recht leicht für ein Elektroauto. Also selbst so ein Mini Cooper SE ist fast 200 Kilo schwerer mit der gleichen Leistung. Und ja, bekommt schon direkt Fahrspaß auf hier in den Kurven. Die A290 gibt es in 2 Leistungsstufen mit 177 und 218 PS. Beide haben eine 52 Kilowattstunden Batterie an Bord und Frontantrieb. Wir fahren die stärkere Variante mit der höheren Ausstattungsoption GTS. Diese spurtet in 6,4 Sekunden von 0 auf 100. Der Einstiegspreis liegt bei 39.000 €. Die günstigste Version mit mehr Leistung kostet rund 42.000. Die Lenkung finde ich mega. Also die ist super direkt abgestimmt, reagiert sofort, taugt mir richtig gut. Ist ein bisschen zu leichtgängig im Normalmodus, aber wir können ja gleich nochmal wechseln in den Sport. Ja, der hat ja hier so eine Art Motorsound an Bord. Jetzt im Normalmodus ist es eher dezent, nennt sich Alternative. Also ja, der wird auch intensiver, eben wenn man aufs Gas geht. Ist ganz witzig. Ja, mir persönlich ist es etwas zu künstlich. Da hätte ich mir eher eben ein bisschen mehr motorigeren Sound gewünscht, sage ich jetzt mal. Tatsächlich haben die Ingenieure in der A290 viel Wert auf Sounddesign gelegt und zusammen mit Akustikern und Musikern 2 Klangkulissen entwickelt, die sich auch unabhängig von den Fahrmodi einstellen lassen. Dabei bilden die hochfrequenten Töne des Elektromotors die Basis. Das Alternative-Szenario ist zurückhaltender und für den Alltag gedacht. Der Alpine Drive Sound soll sportlicher und präsenter sein. Vielleicht kann dieser uns gleich noch überzeugen. Wenn ich hier stark aufs Gas steige oder Kickdown, dann wird mir hier auch so eine Time Warp Anzeige angezeigt. Das finde ich auch ganz witzig. Also diese ganzen Spielereien, die sind schon ganz lustig. Gefällt mir gut. Das Lenkrad taugt mir auch super gut. Also das ist richtig schön griffig, schön dick, sieht sportlich aus, super gut. Ich habe hier auch so ein paar Motorsport Formel 1 Elemente, wie zum Beispiel hier diesen RCH
Drehregler. Damit kann ich die Rekuperation einstellen. Es gibt hier 4 verschiedene Stufen. Das ist jetzt kein One-Pedal-Drive, also wenn ich jetzt die höchste eingestellt habe, ja, verzögert er schon stark, aber eben nicht extrem. Und hier habe ich noch so ein OV, nennt sich das, Overtake-Button. Wenn ich den drücke, wird mir für 10 Sekunden die maximale Leistung zur Verfügung gestellt und ich habe eben auch diese Time Warp-Anzeige. Aber kann ich natürlich mit Kickdown auch machen. Die A290 gehört jedenfalls zu den leistungsstärksten Autos in ihrer Klasse. Sie steht auf Renaults sogenannte AMPR Small Plattform für kleine Elektrofahrzeuge. Auch der technisch baugleiche Renault 5 E-Tech nutzt diese, hat aber mit maximal 150 PS weniger Leistung. Zu den Alternativen kommen wir gleich noch. Die Alpine ist durch den kurzen Radstand von 2,53 Metern sehr agil, aber dennoch stabil durch die um 60 mm verbreiterte Spur. Der Hersteller hat viel Wert darauf gelegt, die Motorsport-Marken-DNA auch in die kleine A290 zu packen, wie uns Brand Director Max Müller verrät. Das ist in allererster Linie auf jeden Fall das absolut einzigartige Fahrgefühl, was die A290 ausmacht. Design aus unserer Sicht auf jeden Fall auch, ist immer ein bisschen individuell. Wir finden hier aber die französische Formsprache wieder, den französischen Individualismus, wenn ich ein Fahrzeug haben will, das absolut nicht von der Stange ist, dann komme ich an irgendeinem Punkt um Alpine gar nicht mehr drum herum. Außerdem haben wir Technik verbaut, die in dem Segment auch einzigartig ist. Wir haben eine Mehrlenker-Hinterachse, hydraulische Stoßdämpfer. Wir haben technische Elemente wie den Overtake-Button am Lenkrad. Wir haben das Gewicht reduziert. Wir haben alles angepackt, was wir anpacken konnten, um wirklich ein einzigartiges Fahrzeug auf die Straße zu stellen. Bevor wir jedoch näher aufs Design eingehen, was spricht die Dynamik? Wir können ja mal in den Sportmodus wechseln. Ja, da verändert sich eben auch der Motorsound. Ist ja ein bisschen satter, ein bisschen bassiger, gefällt mir auf jeden Fall besser. Aber ja, ist mir persönlich immer noch ein bisschen zu künstlich. Also der bringt schon ein bisschen Emotionen, aber eben mir ist es immer noch einfach zu weit weg vom Verbrenner. Ist sicherlich Geschmackssache, also wem das irgendwie gar nicht gefällt, der kann es auch ausmachen. Aber die Straßenlage ist super gut. Also hier gerade in den Kurven, mega. Man merkt natürlich schon, dass es Fronttriebler ist und der sehr an der Vorderachse zerrt, aber ja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Wir haben jetzt auch hier eine nasse Straße heute. Der Unterschied zwischen Normal- und Sportmodus könnte noch ein bisschen größer sein, finde ich, was so Antritt, vielleicht auch die Lenkung angeht, dass die noch ein bisschen straffer wäre, aber es ist gut. Also es ist im Sportmodus auf jeden Fall straffer. Wie schon angesprochen, kommt aber auch das recht überschaubare Gewicht von knapp 1500 Kilo der Agilität zugute. Wir sind rangegangen und haben einerseits mit leichten Materialien gearbeitet. Wir haben im Front einen Aluminiumrahmen verbaut, der sonst auch eher im Motorsport zum Einsatz kommt. Aber auch im Innenraum haben wir auf alles Unnötige verzichtet, was nicht das Fahrerlebnis beeinflusst und alles andere wirklich weggelassen. Wir haben beispielsweise an Dämmmaterialien gespart. Eine gute Absprunghöhe war für uns aber auch die konzerneigene Plattform, die schon ein relativ niedriges Grundgewicht hat. Und schlussendlich haben wir uns auch dafür entschieden, eine relativ leichte Batterie zu verbauen, die nicht überdimensioniert ist und die eine super Balance bietet zwischen Performance, aber auch Reichweite. Apropos Reichweite. Das stärkere Modell mit 218 PS schafft es rund 360 Kilometer weit. Die schwächere 177 PS-Variante 20 Kilometer weiter. Die Ladeleistung liegt bei 100 kW und eine Ladung von 15 auf 80% soll in 30 Minuten erledigt sein. Auch im Äußeren will die A290 ihre Performance-Ambitionen zur Schau stellen.
Wie alle Alpine-Modelle hat sie 4 Frontscheinwerfer. Das Doppel-X-Motiv ist eine Hommage an die abgeklebten Leuchten von Rallye-Fahrzeugen. Vorderer Stoßfänger und Heckdiffusor sind an die A110 angelehnt, von der sie auch die Brembo 4-Kolben-Monoblock-Bremssättel vorne übernimmt. Der Preis ist zwar üppig, dafür ist aber schon einiges an Serienausstattung dabei, wie zum Beispiel 19 Zöller. Sportlenkrad, Sitzheizung vorne, Klimaautomatik und Ambientebeleuchtung. Außerdem 10 Zoll Bildschirme, Navi, Tempomat und Rückfahrkamera. Vom Innenraum an sich gefällt er mir wirklich gut. Also die Verarbeitung ist top. Das fässt sich hier alles sehr gut an. Die Materialien, gut, erwartet man natürlich auch bei dem Preis. Dieser beleuchtete A290 Schriftzug, der gefällt mir auch sehr gut. Der ändert auch die Farbe eben je nach Fahrmodus. Sieht sehr schick aus. Gut, hier bei den Knöpfen sieht man natürlich die Renault-Zugehörigkeit, zum Beispiel eben hier bei dieser Leiste für Temperatur, Lüftung und so weiter oder auch hier die Elemente im Lenkrad. Aber zum Beispiel die Gangwahl ist hier so über diese 3 Tasten in der Mitte. Das ist wie bei der A110, das gefällt mir sehr gut, macht einen sportlichen Eindruck. Die Anzeigen an sich, das sind alles eher so dreieckige Formen. Man kann hier natürlich auch zwischen verschiedenen Ansichten wechseln. So ein bisschen, ja, entweder mit der Navigation, Assistenten oder so ein bisschen reduziert, aber eben man hat immer diese Dreiecke. Ich finde, bei einem sportlichen Fahrzeug gehört für mich jetzt eher ein Rundinstrument, also auch von der Optik. Aber diese Dreiecke sind natürlich futuristisch und stylisch, keine Frage. Die A110 versteht sich ja eher als kompromisslos sportlich. Die A290 soll dagegen auch einen gewissen Alltagskomfort bieten. Wir haben hier schon mal einen 5-Türer, das heißt, wenn ich ein paar Leute mitnehmen will, können die hinten schon mal bequem einsteigen. Aber haben die überhaupt Platz? Das schauen wir uns jetzt mal an. Okay, so. Ja gut, also ich bin 1,70, ich habe hier gut Platz, muss ich sagen. Also hier, ich habe bei den Knien Platz, meine Füße haben Platz. Kopf, ja, eine Fausthöhe ist noch Platz. Also der Sitz ist natürlich auf mich eingestellt. Bis 1,70, vielleicht noch mal 5 cm größere Leute haben auch kein Problem. Aber ich denke, ab 1,80 aufwärts könnte es schon eng werden. Das Kofferraumvolumen beträgt mit aufgestellten Sitzen 360 Liter. Umgeklappt rund 1100 Liter. Wie schaut's mit Marktbegleitern aus? Allzu viele kleine, sportliche Elektro-Hot-Hatches gibt es nicht. Der bereits erwähnte baugleiche Renault 5 E-Tech ist mit maximal 150 PS deutlich schwächer. Mit rund 31.000 € aber auch etwas günstiger. Reichweite 410 Kilometer, also etwas mehr. Die bekannteste Alternative kommt wohl von Mini mit dem elektrischen Cooper. Die Einstiegsversion mit 184 PS und 36 Kilowattstunden Batterie kostet rund 28.000 € und kommt nur ca. 300 Kilometer weit. Der stärkere SE mit 218 PS, größerer 49 Kilowattstunden Batterie und 400 Kilometern Reichweite steigt bei unter 32.000 € ein. Also 7.000 € weniger als die Basis Alpine. Immerhin bietet sie über 100 Liter mehr Kofferraumvolumen. Aber ob das bei den Käufern in dieser Klasse eine Rolle spielt? Sehr spannend ist sicherlich der Alfa Romeo Junior Elettrica. Mit 4,17 Metern zwar etwas größer, aber optisch auf jeden Fall für Individualisten und Designliebhaber auch interessant. Die Basis bietet 156 PS, eine 54 Kilowattstunden Batterie mit 421 Kilometern Reichweite und kostet fast 40.000 €. Also keine günstigere Option. Der Kofferraum ist minimal größer. Dann gibt es noch den Abarth 500e.
Der 3,67 Meter kurze Flitzer möchte mit Fake-Verbrenner-Sound sportliche Mini-Krawallkistenliebhaber auf die elektrische Seite der Macht überholen. Er bietet maximal 155 PS und mit 42 Kilowattstunden Batterie nur 265 Kilometer Reichweite. Auch das Ladevolumen ist fast um die Hälfte kleiner als bei der Alpine. Preis fast 38.000 €. Von Cooper soll demnächst noch der Raval kommen. Viel bekannt ist dazu noch nicht. 225 PS Top-Motorisierung, um die 450 Kilometer Reichweite und ca. 25.000 € Basispreis werden spekuliert. Wenn das wirklich so kommt, wäre das in jedem Fall eine bezahlbarere Variante. Dafür bekommt man bei Alpine ein Fahrzeug mit Motorsport-Genen. 1955 gründet der französische Rennfahrer und Konstrukteur Jean Rédélé die Marke und träumt von einem leichten, wendigen Rallye-Fahrzeug. Das erste Modell, die A106 auf Basis des Renault 4CV mit einer Kunststoffkarosserie, eine Blaupause für alle späteren Renault Alpine-Modelle. Der nur 550 Kilo leichte Wagen feiert erste Erfolge im Motorsport, zum Beispiel einen Klassensieg in der Mille Miglia. 1962 folgt die Legende, die den Alpine-Mythos begründet: die A110. In den 60er und 70er Jahren schreibt das nur rund 700 Kilo leichte Fahrzeug mit Heckmotor Motorsportgeschichte. Mit zahlreichen Rallye-Siegen, darunter die Rallye Monte Carlo und die erste Rallye-Weltmeisterschaft 1973. Der Name Alpine ist übrigens eine Anlehnung an den Sieg des Gründers beim Critérium des Alpes, den Alpenpokal 1954. Es folgen Modelle wie die etwas komfortablere A310, die mit ihrem progressiven Design besticht. Dann in den 80ern die V6 GT bzw. V6 Turbo und schließlich die A610 in den 90ern. Sie ist 1995 zunächst das letzte Alpine-Sportmodell und auch das Ende der Heckmotortradition. Nach über 20 Jahren Pause erfolgt dann 2017 mit der neuen A110 die spektakuläre Wiederbelebung. Allen Modellen gemeinsam sind aber weiterhin die Kernpunkte der Marke. Die Marke Alpine steht in ihren Grundzügen wie schon immer für absolute Leichtigkeit. Und dabei meinen wir nicht nur das reine Fahrzeuggewicht, sondern wir sprechen von einem Leichtigkeitsgefühl, das der Pilot ab dem Moment spürt, sobald er das Fahrzeug betritt. Außerdem gehört für uns zu unseren Grundpfeilern, zu unserer Marken-DNA irgendwo dieses French Savoir-faire, also das französische Know-how. Da geht es nicht nur um reine Ingenieurskunst, sondern es geht darum, den französischen Individualismus auch in unseren Produkten wiederzufinden, quasi Haute Couture auf der Straße. Haben wir das auch bei unserer Testfahrt mit der A290 gespürt? Ich bin ja immer recht kritisch, was Elektrofahrzeuge angeht, weil mir eben einfach oft ein bisschen Emotion fehlt. Es fühlt sich oft alles ein bisschen synthetisch an und so. Und hier muss ich sagen, also vom Fahren mega. Also Kurvenlage, Lenkung, Fahrwerk, auch die Bremse gefällt mir sehr gut. Mega gut. Das einzige eben Manko, was ich jetzt sage, ist so ein bisschen der Sound eben. Der ist etwas künstlich. Geschmacksfrage, klar, viele werden vielleicht auch sagen, ist super cool. Ich hätte mir ein bisschen eben einen realistischeren Sound gewünscht, aber sonst ist schon sehr viel Fahrspaß da. Die A290 trägt jedenfalls dazu bei, dass Elektroautos emotionaler werden. Was Agilität und Kurvendynamik angeht, macht sie mega viel Spaß. Die wilde Optik fällt auf und auch die paar sportlichen Spielereien sind ganz cool, wenn man sie mag. Sie leistet aber ihren Beitrag dazu, dass die Gene der legendären Marke auch in Zukunft auf eine neue Art weiterleben.